Ja, hallo liebe Freunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute mal mit einem kleinen praktischen Tipp für euch. Ja, und zwar werde ich euch heute zeigen, wie man relativ einfach ein Lanyard knüpft. Ja, falls ihr genau wie ich nicht so die geschicktesten Hände habt, aber trotzdem gerne mal ein Lanyard haben möchtet für ein Messer oder was auch immer. Bei mir ist das eigentlich so, dass ich immer diese kleinen Teile verbummel und was mache ich dann? Um zu vermeiden, dass ich diese Teile verbummel, knüpfe ich mir ein kleines Lanyard, so kann ich die Teile immer wiederfinden. Hier bei der SIM-Nadel, besonders bei diesen kleinen Teilen, die gehen halt sehr oft verloren bei mir. Also mit so einem kleinen Lanyard hat es also Vorteile. Was will ich denn also tun mit euch? Also ich habe jetzt hier ein kleines Messer mit einer Öse. Da hätte ich gern einen Lanyard dran. Ja, okay, nun bin ich nicht der Geschickteste, habe ich schon gesagt. Aber da gibt es eine einfache Methode, was zu machen. Und das zeige ich euch jetzt. Ich brauche dazu noch etwas Paracord. Und da werdet ihr vielleicht erstaunen, was ich noch brauche. Ja, ein Feuerzeug. Ja, das erschließt sich vielleicht nicht gleich, aber wenn ihr jetzt seht, was ich jetzt nächstes mache, dann wisst ihr, wozu ich das Feuerzeug brauche. Als erstes mache ich mir mal ein Stück von meinem Paracord ab. Die ihr abmacht, die ist also praktisch davon abhängig, wie lang euer Lanyard sein soll. Ja, im kleinsten Fall würde ich mal sagen so 60 cm und im längsten Fall sollte es vielleicht aber auch nicht länger sein als 1,20 Meter. Hier habe ich jetzt also so circa 70 cm von dem Paracord. So, jetzt werde ich euch auch mal zeigen, wozu ich das Feuerzeug brauche. Ja, was ich euch schon angekündigt habe. Wenn ihr dieses Paracord schneidet, so mal gucken, dass der Autofokus auch scharf stellt, dann neigt dieses Paracord halt dazu aus, an den Enden auszufransen. Ja, ganz einfache Methode. Nehmt ein Feuerzeug, ja, das Ende kurz angesenkt und schon verschmelzen die Enden miteinander und ihr habt ein super Ende, was euch nicht mehr aufspleißt. Ja. Bestenfalls macht ihr das an beiden Seiten. Ja. So, jetzt habe ich hier meine beiden Enden, die sind miteinander verschmolzen und dann könnte ich eigentlich loslegen an der Stelle. So, mein Messer klappe ich mal ein und ich positioniere es halt so, dass vielleicht die Öse gerade noch so zu sehen ist. Und jetzt mache ich mal Folgendes, damit ihr besser erkennen könnt. Jetzt zoome ich mal etwas näher ran. So, hier ist die Öse. Und jetzt geht's los. Ich fädel das erstmal hier durch. So. Wichtig ist, was ich euch noch sagen will, dass ihr beide Enden ungefähr gleich lang macht. Ja. Ihr werdet nachher sehen, wenn ihr das knüpft, dass es zweckmäßig ist, wenn nicht eins von diesen Enden etwas länger ist. Es ist ganz einfach so, es sieht einfach schöner aus und wenn es unterschiedlich lang ist, wird es am Ende auch unterschiedlich lang und ihr müsst nochmal ein Ende abschneiden. Okay, was auch nicht ganz so dramatisch wird, aber wenn ihr es gleich am Anfang symmetrisch macht, dann könnt ihr euch das ersparen. So. Ich habe das jetzt natürlich relativ lang gemacht und jetzt versuche ich euch mal zu zeigen, wie das funktioniert. Wir fangen an mit dem linken Ende. Mit dem linken Ende schlagen wir eine Öse. Ja. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen.
Wir schlagen eine Öse. Dann nehme ich das rechte Ende und führe das durch diese Öse hindurch. Ja, zeige ich das nochmal langsam. Durch diese Öse hindurch. Ja. So. Wenn ich das gemacht habe, nehme ich dieses rechte Ende wieder, ja, und führe es wieder durch diese Schleife zurück. Ja. Also ihr windet dieses Ende praktisch wie eine Schlange um diese Öse, die ihr mit dem linken Seil geknüpft habt. Dann zieht ihr das zu und den ersten Knoten, den ihr macht, den macht ihr an die Stelle so hoch, wie ihr ihn haben möchtet und zieht ihn zu. So. Das war auch schon alles. Also ihr seht, das ist relativ einfach. Ja. Und selbst, also so wie ich veranlagt bin, kann man das relativ gut und schnell machen. So, wie ihr jetzt weitermacht, ist klar. Ihr nehmt wieder das linke Ende, ja, und ihr schlagt wieder eine Öse. Ja. Dann nehmt ihr wieder das rechte Ende, durch diese Öse durch. Ja. Ja, und mit dem rechten Ende wieder zurück durch die gleiche Öse in die andere Richtung. So, und jetzt kommt das Einzige, worauf ihr eigentlich so ein bisschen achten müsst. Ihr müsst den Knoten relativ gut nach oben schieben, damit nicht so viel Abstand entsteht, ja, damit er auch halbwegs vernünftig aussieht. Ja. Ich schiebe hier mal noch ein bisschen ran mit der Hand. So, mal ein Stück, weil er richtig fest wird. So, und jetzt habt ihr praktisch schon den zweiten. Und was wir jetzt machen, ist Folgendes. Ich werde jetzt mal noch ein paar Schleifen machen. Das werde ich mal schnell vorspulen dann. Und dann schauen wir mal, wie es am Endeffekt aussieht. So, jetzt bin ich fertig. Ihr habt gesehen, wie es geht. Ihr könnt das jetzt alle nachmachen. Ihr wisst jetzt also, wie ihr auf eine relativ leichte und einfache Methode ein vernünftiges Lanyard machen könnt. Ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Nachmachen. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, lasst mir gerne ein Like da und schaut euch auch das eine oder andere Video auf meinem Kanal an. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.